Hallo ihr Lieben, ich habe wieder die Apfelschürze an und das heißt, heute gibt es wieder ein leckeres Apfelrezept. Heute machen wir solche leckere Apfeldonuts. Die sind gebackene Donuts, die sind ganz einfach und schnell gemacht und die haben eine super leckere Frischkäseglasur. Hört sich gut an? Dann lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du Eier, geschmolzene und leicht abgekühlte Butter, Apfelmus, Zucker. Ich nehme braunen Zucker, aber du kannst auch normale raffinade Zucker nehmen. Dann Mehl, Backpulver und Zimt, gemahlene Mandeln, etwas Kardamom, wenn du magst, und ein Apfel. Erst werde ich Apfelmus, 2 Eier, Zucker und Butter kurz vermischen. Einfach mit dem Schneebesen, nur bis das alles gut vermischt ist. Dann die Trockenzutaten in 2 Teilen durch den Sieb dazugeben. Wieder kurz mixen. Mit dem letzten Teil Trockenzutaten werde ich auch den Kardamom dazugeben. Ich muss den Kardamom aber erst mahlen, weil ich solche Kardamomkapseln verwende. Ich gebe es nicht mit den Trockenzutaten dazu, weil es wird nicht so fein gemahlen und dann bekommt man es eigentlich nicht durch den Sieb ins Teig. Deswegen mache ich das separat. Ganz kurz mahlen und dann auch Kardamom dazugeben und die gemahlenen Mandeln und gut vermischen, bis ein glatter Teig entsteht. Ich mixe erst kurz mit dem Schneebesen. Dann, wenn es fast vermischt ist, werde ich mit dem Spatel kurz weiter mixen. Und so sollte der fertige Teig aussehen. Dann brauche ich noch den Apfel und einfach entkernen und klein würfeln. Dann habe ich hier meine Backförmchen bereit, solche Donut-Backförmchen. Du brauchst so was Ähnliches oder genau so eine Backform für ein Rezept, weil die Donuts werden im Backofen gebacken. So sind die nicht im Fett frittiert und sind gesünder, wenn man über gebackene so sagen kann. Die werden auch ganz einfach und schnell gebacken. Die brauchen sehr kurze Zeit im Backofen. Ich liebe solche Donuts, die sind ganz schnell gebacken und die sind sehr saftig und lecker. Man kann die mit vielen verschiedenen Geschmäckern machen und deswegen habe ich dann mir, erstmal hatte ich nur eine Backform, aber mit 2 Backförmchen ist es viel praktischer, weil dann muss man es nicht zweimal backen, weil der Rezept für 12 Donuts ist. Und dann habe ich noch ein kleines Tipp, wie du den Teig in die Donut-Backform bekommst, so dass es ganz schön sauber bleibt, weil es mit dem Löffel nicht so einfach ist. Der Teig ist sehr flüssig. Deswegen verwende ich dafür einen Spritzbeutel. So, erst in ein Glas befestigen und den Teig dann da reingeben. Dann brauche ich wieder meine Backförmchen, die habe ich eingefettet und jetzt werde ich so ein kleines Stück hier von Spritzbeutel abschneiden und dann die Donut-Backform bis zum 2/3 mit Teig befüllen. Dann fehlen nur die Äpfelstücke und die Äpfelstücke einfach so verteilen. Dann, wenn es geht, die Apfelstücke leicht mit dem Teig bedecken. Und jetzt werden die Donuts gebacken und wie immer die Zutatenliste und die Backanleitungen findest du unten in Videobeschreibung. Nach dem Backen die Donuts etwa 10 Minuten im Backform abkühlen lassen, dann aus dem Backform rausholen und komplett abkühlen lassen. Jetzt sind die Donuts schon abgekühlt. Die sind sehr fluffig geworden, sehr weich und eigentlich
sind die auch so lecker und man braucht nicht unbedingt diese Glasur. Die Glasur schmeckt aber sehr, sehr lecker und passt zu den Donuts. Deswegen würde ich dir die Glasur auch natürlich empfehlen. Aber wenn du magst, kannst du die Donuts auch einfach so lassen oder mit etwas Zimtzucker dekorieren. Ich werde jetzt aber noch die Glasur machen. Dafür habe ich hier 50 Gramm Frischkäse und dazu gebe ich noch die gleiche Menge vom Puderzucker. Den Puderzucker habe ich noch durch den Sieb gegeben, so dass es schön puderig ist. Und jetzt gebe ich noch etwas Zimt dazu, so ein Viertel Teelöffel, und dann das Ganze gut vermischen. Und dann die Donuts mit der Glasur bedecken. Und so ganz schnell sind die Donuts fertig. Mit dem Teig geht es ganz schnell. Ich denke, du brauchst nicht mehr als 10 Minuten für den Teig. Dann sind die in 10 Minuten schon gebacken und die kühlen auch ganz schnell ab. Ich würde so sagen, wahrscheinlich etwa 20-30 Minuten. Dann sind die schon auch abgekühlt. Dann kann man auch die Glasur vorbereiten und jetzt sind die Donuts dann schon genussbereit und ich dachte, ich teste direkt eine. Super lecker, die schmecken wirklich nach Herbst, so viele schöne Gewürze und Aromen. Ich muss sagen, ich habe die Donuts schon einmal gebacken und die waren in 2 Tagen schon weg. Die sind wirklich sehr lecker und weil die so einfach gemacht sind, kann man die auch öfter backen. Diese Donuts sind perfekt für den Herbst und ich hoffe, du werdest das Rezept auch testen. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.